Wenn du darüber nachdenkst, einen Imagefilm produzieren zu lassen, ist eine der ersten Fragen, die du dir sicherlich stellen wirst: Was kostet der Spaß? Und genau der Frage möchte ich in diesem Video auf den Grund gehen. Aus der Sicht einer Filmproduktion, aus der Praxis und mit echten Zahlen. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Gründer und Geschäftsführer von MindNet. Wir produzieren Imagefilme jeder Art für die unterschiedlichsten Kunden, daher kenne ich mich eigentlich ganz okay aus mit dem Thema. Eigentlich versteht es sich von selber, dass Imagefilm nicht gleich Imagefilm ist und damit auch die Kosten nicht für alle Imagefilme gleich sind. Deshalb würde ich die Frage gerne ein bisschen abwandeln, nämlich wie viel Budget sollte man mindestens für einen professionell produzierten Imagefilm einplanen und was sind die wichtigsten Kostenfaktoren? Nur auf der Suche nach einer Zahl bist, hier der Shortcut. Für einen professionell produzierten Imagefilm von einem etablierten Anbieter solltest du mindestens mit einem Budget von 5.000 bis 10.000 Euro netto rechnen. Wenn du erfahren willst, wie diese Spanne zustande kommt und wie du die Kosten beeinflussen kannst, bleib jetzt dran. Übrigens, wenn du neu hier bist, solltest du noch schnell auf Abonnieren klicken und wenn dir das Video gefällt, vielleicht auch einen Daumen hoch geben. Wie werden Kosten für Imagefilme kalkuliert? Im Grunde lässt es sich auf die Formel Technik plus Personal mal Zeit runterbrechen. Also wie viele und vor allem welche Experten arbeiten wie lange und mit welcher Technik an deinem Film. Wie du sicherlich weißt, ist Filmtechnik teuer. Bei einem Interviewdreh mit Profikamera, Lampen, Mikrofonen und Co. ist Schnelltechnik im Wert von 20.000 Euro und mehr im Einsatz. Der Mietpreis für solche Technik liegt über den Daumen bei ca. 5 bis 10% des Anschaffungswertes, also im genannten Beispiel ganz locker bei 1.000 Euro. Was das Personal angeht, gibt es in der Filmproduktion eine Reihe von Positionen, die zu besetzen sind. Die bekanntesten sind dabei sicherlich Regie, Kamera, Licht, Maske, Ton und Schnitt. Und für jede dieser Positionen gibt es Experten, die sich genau darauf spezialisiert haben. Nicht für jeden Imagefilm muss man jede dieser Positionen besetzen, aber üblicherweise wirst du es in der Kategorie der 5.000 bis 10.000 Euro Imagefilme mit 2 oder 3 Personen am Set zu tun haben. Das heißt dann mindestens Kamera und Ton, vielleicht noch dazu ein Regisseur oder ein Beleuchter. Eine besondere Art von Personal sind übrigens Schauspieler und Models. Bei denen musst du neben dem Honorar für den Zeitaufwand auch damit rechnen, ein sogenanntes Buyout für die Nutzung des Films zu bezahlen. Die Höhe des Buyouts ist davon abhängig, in welchen Medien und für wie lange dein Film verwendet wird. Für die einmalige Nutzung bei einer Firmenveranstaltung fällt ein anderes Buyout an als bei einer weltweiten Ausstrahlung für 5 Jahre im Fernsehen. Die Preisfrage liegt jetzt darin, wie lange die einzelnen Personen denn nun an deinem Film arbeiten müssen. Also wie viele Drehtage sind notwendig und wie viele Tage sind für die Postproduktion erforderlich. Für klassische Imagefilme reichen 1 bis 2 Drehtage normalerweise völlig aus. Mehr werden kann es, wenn an unterschiedlichen Orten gedreht werden soll oder Studioaufnahmen ins Spiel kommen. Das wiederum ist abhängig vom Konzept deines Films. Noch viel mehr konzeptabhängig ist das Thema Postproduktion. Sollen 3D-Animationen, eine umfassende Farbbearbeitung oder Illustrationen zum Einsatz kommen, dauert das nun mal seine Zeit und steigert das Budget deines Films. Im hier verlinkten Video mit 10 Tipps für dein Imagefilmkonzept findest du einige Inspirationen dazu, wie Imagefilme aussehen können, unter anderem auch mit Hinweisen darauf, was aufwendig und was weniger aufwendig ist. In der Praxis ist es übrigens häufig so, dass entweder ein Budget relativ früh feststeht und wir zum Beispiel Vorschläge machen, was innerhalb eines festen Budgets möglich ist, oder dass Firmen sogar zunächst ein Imagefilmkonzept separat beauftragen, das dann wiederum in einem zweiten Schritt kalkuliert wird. Der dritte und auch nicht seltene Weg ist es, dass man sich Beispielfilme anschaut von anderen Firmen und sagt, sowas in der Art hätten wir auch ganz gerne, was würde das denn kosten? Ich hoffe, dass du mit diesen ersten Informationen zum Kostenthema was anfangen kannst. Wenn du es genauer wissen willst, bleibt dir leider nichts anderes übrig, als dich mit einschlägigen Filmproduktionen in Verbindung zu setzen. Wenn dir die Arbeit von MindNet gefällt, freuen wir uns natürlich auch auf deine Anfrage. Wenn du selber einen Film drehen möchtest, schau mal in eins unserer anderen Videos rein, bei denen wir dir zum Beispiel sagen, wie du schönere Bilder mit einfachen Mitteln herstellen kannst und so schon mal deinem eigenen Traumfilm ein bisschen näher kommst. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder reinschaust, hier bei MindNet, mit Videos mehr erreichen.